Kastenwagenboom wie eh und je. Aber wenn schon Kasten, dann auch Sprinter. Oder? Oder Daily? Wir lassen es mal krachen, um euch die Entscheidung leichter zu machen. Bahnfrei. Es ist Zeit für den ultimativen Vergleich. Star Wars gegen Star Trek, Ostsee gegen Nordsee, Berge gegen Meer. Was ist das bessere Auto? Mercedes Sprinter oder Iveco Daily? Lukas, ich glaube, ich werde es reißen hier. Permanente Allrad, 3 Sperren, Untersetzung, fette Reifen. Ich glaube, das wird eine super Nummer. Ich finde den neuen 4x4 Sprinter aber auch nicht schlecht. Also Automatikgetriebe, neuen Gänge, permanenter Allrad. Also eigentlich muss ich nichts... Eigentlich musst du nichts machen in der Kiste, ne? Ja, Kannst genau. einfach fahren, Landschaft genießen. Die Landschaft angucken, genau. Wenn sich dann nämlich jemand in die Landschaft stellen würde. Ach, das ist doch alles nix, jedenfalls nicht für mich. Das ist zu brachial, das ist zu wenig. Ich habe hier den Achleitner Mantra mitgebracht. Der kommt nämlich mit Höherlegung, 3 Sperren, permanent Allrad. Und ich glaube, das ist genau das Richtige für diese Gegend hier. Und damit fällt der Startschuss zum großen Vergleich des Trios Infernale. Während Mantra und Sprinter noch dieselben Gene besitzen, ist der Daily nur vom Äußeren in etwa vergleichbar, aber eigentlich doch ganz schön anders. Allein die Tonnage zeigt, dass der Allrad Iveco in einer eigenen Liga fährt. Die spielt zwischen 5,5 und 7 Tonnen, während bei Sprinter und Mantra bei maximal 5,5 Tonnen Schluss ist. Und sie dann auch schon mit Zwillingsreifen hinten anreisen müssten. Im Gelände der Verkehrsversuchsanlage Horstwalde sind derweil die ersten Hindernisse überwunden. So, das hat schon mal ganz gut gepasst. Bei mir jedenfalls, nachdem ich auch an die Hinterachssperre gedacht habe. Aber funktioniert ganz gut hier. Bessere Reifen auf jeden Fall als der Werksprinter. 45 cm Bauchfreiheit, das hat gereicht für die Kante da oben. Und ich habe einen kompletten Achleitner Unterfahrschutz drunter, 6 mm Alu, Kostenpunkt 1.800 €. Tja, aber Bauchfreiheit heißt hier nur Bauchfreiheit da an der Blechkante, ne? Da habt ihr 45, ich habe 48 zum Rockslider und das Blech ist noch ein paar Zentimeter weiter drüber. Ich kann ein bisschen hemmungsloser zur Sache gehen. Was ich aber tatsächlich geil finde, ist eben der Unterfahrschutz. Ich habe nichts, ich habe tatsächlich nur ab Werk da vorne dieses Stahlgitter, was nichts weiter ist als irgendwie so ein Dreck- und Heufanggitter. Also untenrum schützt er mir eigentlich nichts, da muss ich nachrüsten. Aber klar, mit den großen Reifen, mit der großen Baufreiheit ist das natürlich für mich jetzt ein Spielchen gewesen. Tja, und mein Kunststoffunterfahrschutz, naja, und die Winterreifen, die ich drauf habe, ja, nicht allzu viel Profil, also ist schon etwas schwieriger. Aber dafür bist du eigentlich überraschend gut durchgekommen. Das stimmt, ja. Man muss noch ein bisschen nachregeln, ein bisschen drauf treten und dann geht's, ja. Dennoch, allein die Räder am Daily machen klar, hier liegen Welten zwischen ihm und dem Mantra bzw. Sprinter. 16 cm größer sind die 255 100 R16er. Das bringt echte Bodenfreiheit. Die muss der bei der Defense-Einheit in Bozen fürs Militär gebaute Wagen haben, wenn es mit ihm auch mal durchs hartes Gelände gehen soll. Die Rampe mit festem Geröll meistern alle 3. Bonuspunkt beim Mantra: Er kann aus dem Stand am Steilhang wieder locker anfahren. Die Formatik des Werksprinters dagegen muss kräftig eingreifen. Sie simuliert durch Bremseingriff eine Differentialsperre. Kurz darauf stehen wir vor der nächsten Herausforderung. Jetzt sind wir in unserem Sandhang im Verkehrsversuchsgelände Horstwalde. 20% Steigung, lockerer Sand. Das ist immer so ein Punkt gewesen, wo die Werksprinter auf 2/3 einfach stehen geblieben sind. Also da bin ich jetzt mal gespannt, ob der neue mehr kann. Was ist denn da entscheidend? Motorleistung brauchen wir. Ja, Motorleistung brauchen wir jetzt vor allen Dingen. Da gucken wir doch mal nach. Also schaut euch mal diesen Motor an, ne? 190 PS, 9-Gang Automatikgetriebe, also was will man mehr, oder?
Ja, mehr könnte man zum Beispiel mehr Radstände haben wollen. Du kannst ja den ganzen kurzen Radstand hier nicht haben. Du kannst kein Schaltgetriebe auswählen. Also, Ja, ey, das ist nicht so das Tolle. nee, komm, lass mal weitergehen. Also, hier gibt es nämlich 150, 170 oder 190 PS zur Auswahl. Das ist jetzt das Vorgängermodell, der hat noch 163 PS und die 7-Gang-Automatik. Künftig wird es den mit 9-Gang-Automatik geben oder mit Schaltgetriebe. Das ist nämlich das Besondere. Hier kann ich voll aus der gesamten Nummer auswählen und ich habe sämtliche Radstände zur Verfügung. Finde ich cool. Darf ich jetzt diese Downsizing-Party verlassen und von den 2-Liter-Motoren zu den 3-Liter-Motoren gehen? Also hier 3 Liter, 180 PS, Startstoßstange nur ganz nebenbei. Das ist ein ordentlicher Apparat hier. Ich kann auch wählen zwischen Schaltgetriebe, 6-Gang oder der Heimatic Automatik. Ich habe auch mehrere Radstände zur Wahl. Ich habe den Kastenwagen und die Pritsche, verschiedene Karosserieformen. Also auch hier kann ich ja mal voll liefern, würde ich sagen. Und ihr könnt ja da irgendwie so 4,5, 5 Tonnen oder so. Ich habe hier bei Bedarf einen echten 7-Tonner. Also ich würde sagen, der ist die Wahl. Na, schauen wir mal. Und ab geht's in den lockeren Sand. Bei Mantra und Daily wird die Untersetzung eingekuppelt, die Hinterachse gesperrt, dann kriechen beide die Düne hinauf. Und der rote Stern? So, das hat mal geklappt. Schön langsam und kontrolliert. Mit 2 Sperren und Untersetzung habe ich mich hier hochgewühlt und hat alles funktioniert. Und ich konnte deutlich langsamer fahren als der Kollege. Genau. Das merkt man schon. Würde ich jetzt langsamer fahren wollen, ersten Gang, dann müsste ich wahrscheinlich Luftdruck ablassen. Da wühlt er sich dann doch schon fest. Also ich war auch so, na, ich würde mal sagen 10 km/h brauchte ich schon, um hochzukommen. Ja. Und Lukas? Mit meinem geht's auch, aber ja, braucht einiges an Motorleistung. Das merkt man auch. Es wird ganz schön warm vorne. Ja, und du fährst irgendwie mit Tempo 100 hier hochgeführt. Ja, das braucht auch. Viel Schwung, viel Arbeit, das hinterlässt auch im Motorraum vom Sprinter seine Spuren. Ja, da kann man schon mit Würstchen drüber grillen hier, oder? Das ist aber selbst der Stab ist hier richtig kochend heiß. Ja, du musst halt echt Gas geben mit dem Auto, ne? Also das ist nichts mit sachte Fahren mit Standgas oder wenig Gas. Das ist schon... War so bei 2.500 ungefähr. Ja, das braucht's schon dann. Also wenn ich dann überlege, jetzt so Marokko zu Ostern, 35 Grad und Dünensand. Da wäre es spannend zu wissen, wie lange die Technik mitmacht. Und damit machen wir mal einen kurzen Technik-Exkurs. Was haben die Boliden denn so unter dem Blechkleid, also ganz unten? Wir haben ja in diesem Test 3 verschiedene Fahrzeuge mit 3 verschiedenen Antriebskonzepten. Wir sind jetzt unterhalb des Iveco Daily. Das ist der originale Unterfahrschutz, der hier den vorderen Teil auch von der Lenkung schützt. Dahinter sitzt der Achskörper. Wir haben eine Einzelradaufhängung. Der vorherige hatte ja eine Starrachse. Das ist der Dämpfer, der dazu gehört, Antriebswelle, große Scheibenbremse. Der Iveco hat Scheibenbremse vorne und hinten. Und hier drüber setzt die Drehstabfederung an. Deswegen hängen hier nicht die Blattfedern, wie das beim vorherigen Daily der Fall war, sondern im Prinzip ist das hier oben die Vorderachsfeder. Dann gehen wir weiter. Hier ist das Getriebe und die Kupplung drunter. Kardanwelle, die zur Vorderachse geht. Man sieht, das ist außermittig angelegt. Denn hier unter dem nächsten Unterfahrschutz, da ist das Verteilergetriebe. Geht also einmal die Kardanwelle vom Motor zum Verteilergetriebe, dann eine Kardanwelle zur Vorderachse und hier hinter geht die zweite Kardanwelle außermittig zur Mitte hin, also die Kardanwelle ist leicht schräg zur Hinterachse. Hier an der Hinterachse haben wir dann die Starrachse mit mehrlagigen Parabelfedern. Auch hier hat der Daily Scheibenbremsen, Stoßdämpfer laufen hier nach innen. Und hier rücklinks sieht man auch die Differentialsperre. Also hier sieht man das ganz gut, das Profil des Leiterrahmens, C-Profil verstärkt. Da hängt die ganze Achse dran, alle Antriebstechnik und hier oben drauf ist im Prinzip nur aufgesetzt die Kastenwagenkarosse oder eben bei anderen Fahrzeugen dann die Wohnkabine. Das ist also echte LKW-Bauweise. Die kann der Sprinter nicht bieten. Jetzt sind wir unter dem Mercedes Sprinter in der Werksausführung. Der hat ja ein automatisch regelndes Allradsystem, aber fangen wir mal an der Vorderachse an. Die Vorderachse ist versteckt unter diesem Kunststoffunterfahrschutz, den wir leider hingerichtet haben, so ehrlich müssen wir sein.
eine Empfehlung für Metallunterfahrschutz und vor allen Dingen auch ein Unterfahrschutz, der geöffnet ist, damit der Dreck, der hier drunter ist, nämlich auch freiwillig rauskommt. Was ist hier noch drunter? Hier drunter ist die Querblattfeder aus GFK. Die kann man hier an den Enden erahnen, sonst verschwindet sie nachher drin. Wir haben eine Einzelradaufhängung vorne. Hier hinter sieht man dann das große Automatikgetriebe mit dem Kühlkörper aus Kunststoff hier unten dran. Und hier hinter ist dann diese, ich nenne sie jetzt mal Formatik-Einheit. Also das ist die Verteilereinheit, die die Antriebskraft nach vorne an die Vorderachse verteilt und hier hinten an die Hinterachse. Dann sehen wir auch ganz gut, dass das Ganze eben jetzt hier eine selbsttragende Karosserie ist, im Unterschied zum Daily, der ja den Leiterrahmen hat. Sprich, alles an diesem Fahrzeug hängt an der Karosserie und nicht wie beim Daily umgekehrt. Wir haben den Leiterrahmen, an dem alles hängt, und wir setzen die Karosserie nur noch oben drauf. Dann geht hier der Auspuff über die gesamte Fahrzeuglänge nach hinten. Wir haben den Tank, der ist ungeschützt und das ist auch das tiefste Element am Fahrzeug. Der hat also auch einen Unterfahrschutz angebracht. Große fette Kardanwelle. Und hier an der Hinterachse haben wir dann auch eine zweilagige Parabelfeder, Stoßdämpfer und Scheibenbremsen. Wir sind jetzt unter dem nächsten Sprinter. Das ist jetzt der Mantra von Achleitner. Der heißt nicht nur anders, sondern wurde eben auch relativ stark umgebaut. Wir haben ihm jetzt hier ein Permanentallradsystem. Dementsprechend war auch viel nötig, um das umzubauen. Viele Komponenten wurden übernommen, aber eben auch viel neu konstruiert. Hier unter dem Unterfahrschutz, da lugt das Vorderachsdifferential raus, dass es eben auch mit Vorderachsdifferentialsperre gibt. Der Unterfahrschutz aus Alu kostet extra, gibt es aber eben dann auch für den Tank und eben hier bis nach vorne durchgeführt. Wir haben Schraubenfedern, die kann man da erkennen, eben keine Querblattfedern mehr. Und wenn ich jetzt mal von hier hinten unter den Unterfahrschutz gucke, dann sieht man auch hier das Automatikgetriebe. Dahinter hängt das Verteilergetriebe mit der Untersetzung, Bauteil von Toyota. Dann geht es hier weiter mit der neuen Aufhängung für die Kardanwelle. Die läuft vorbei an dem Tank, der hängt an derselben Stelle wie auch beim normalen Sprinter. Und auch an der Hinterachse ist eine ganze Menge umkonstruiert und umgebaut worden. Was noch original ist, das sind die Parabelfedern und die Hinterachse bis zu diesem Schnitt. Alles dazwischen ist neu. Das Hinterachsdifferential ist außermittig, die Kardanwelle läuft also gerade. Gibt eine Differentialsperre, die von der Hinterseite betätigt ist, und auch die Aufnahmen hier für die Stoßdämpfer sind umgesetzt worden an eine andere Stelle. Und hier rückseitig liegt auch der genauso neu gebaute Stabilisator für die Hinterachse. Wir wechseln wieder auf die Teststrecke. Bei der nächsten Etappe wird es steil. Ein entscheidender Punkt ist ja, wie verhalten sich die Fahrzeuge auch in Steigung- und Gefällestrecken. So der klassische lange Pass, den man bergab fährt. Und ich habe jetzt hier den Achleitner, habe die Untersetzung eingeschaltet, denn welche Elemente sind dann wichtig? Untersetzungsgetriebe und das Drehmoment. Damit kann ich die Motorbremswirkung ausnutzen. Ich habe jetzt also hier manuell den ersten Gang und die Untersetzung eingeschaltet. Wir haben 20% Gefälle. Und jetzt schauen wir mal, mit welchem Tempo wir unten ankommen. Ich nehme jetzt also den Fuß von der Bremse, gebe nicht aktiv Gas, bremse auch nicht aktiv, sondern lasse nur den Wagen rollen. Fahren jetzt laut Drehzahlmesser bei 750 Touren, also Standgas, 4 km/h. Er bremst auch nicht aktiv, das merkt man, er greift also nicht ein. Das Fahrzeug beschleunigt nicht. Wir fahren jetzt 5 km/h. Also sehr kontrolliert, 20% Gefälle, können wir jetzt also stundenlang bergab fahren, ohne dass wir bremsen müssen. Dementsprechend heizt die Bremse nicht auf und wir kommen sicher den Berg wieder runter. Ich fahre immer noch 4 km/h, Drehzahl geht jetzt ein bisschen hoch. Jetzt fängt er an, ein bisschen schneller zu werden, 5 km/h. Wir haben also hier keine Bergabfahrhilfe eingeschaltet, gar nichts. Immer noch bei 5 km/h. Also ganz entspannt in diesem Fall. Und genauso entspannt geht es die nächste Steigung auch wieder rauf. Jetzt machen wir das gleich nochmal im Vergleich. Wir haben jetzt 30% Gefälle voraus. Ich bin wieder im ersten Gang, habe wieder die Untersetzung drin, nehme wieder den Fuß vom Gas und von der Bremse. Fahre jetzt rein in die Gefällestrecke. Da merke ich, da fährt das Auto schneller. Drehzahl geht rauf auf 2500.
9 km/h, 3000 Touren, 10 km/h, da stabilisiert er sich. Wir haben hier übrigens sehr kurze Achsübersetzung. Die kann man auch länger wählen, also das ist ein sehr geländetauglich, geländeorientiertes Fahrzeug. So, 11 km/h bei 30%. Und dann wollen wir jetzt mal den Vergleich anschauen, wie die anderen Autos sich da verhalten. Selbes Spielchen, anderes Auto. Jetzt sitzen wir im Iveco. Ich schalte mir jetzt auch einmal die Untersetzung zu. Einmal den Tierpark in der Schildkröte anmachen. Erster Gang. Kupplung lasse ich kommen. Vom Gas gehe ich runter. Wieder einfach nur den Wagen rollen lassen. Standgas. Jetzt sind wir in der Steigung drin. Ich habe leider keinen digitalen Tacho, der mir anzeigt, wie schnell ich exakt fahre. Drehzahl geht jetzt hoch auf 1100 Umdrehungen. Tacho ist jetzt noch unter der 5 km/h Marke. Jetzt sind wir bei 5 km/h. Also er ist einen ganz kleinen Ticken schneller als der achleitende Allrad. Tachonadel ist jetzt bei 5 km/h statisch. Drehzahl sind wir bei 1600 Touren etwa. Aber man darf natürlich nicht vergessen, hier schiebt auch ein bisschen mehr. Wir sind ja bei über 4 Tonnen. Aber auch das ganz entspannt. Also eine längere Passabfahrt macht er natürlich locker mit in diesem Fall. Und die macht der Iveco auch ebenso locker mit bis zum nächsten Pass. Jetzt fahren wir an die 30% Steigung ran. Immer noch erster Gang untersetzt. Fuß nämlich vom Gas und von der Bremse. Jetzt fahren wir ins Gefälle rein. Drehzahl geht hoch auf 3000 Touren, 3,1. Hält er auch stabil. Sind jetzt bei 10 km/h. 3.500 Touren. Und das die Anhängerkupplung. Jetzt sitzen wir im Werkssprinter, also in dem Mercedes mit dem Original-Allradantrieb. Auch hier wieder die 20% Steigung, ersten Gang. Ich habe jetzt noch die Hill Descent Control oder Downhill Speed Regulation, wie sie jetzt heißt, noch nicht eingeschaltet. Lass ihn also einfach erstmal im ersten Gang rollen. Keine Untersetzung. Und ab geht die Post. 16, 18, 20, 22, 26, 33, 35. Und dann müssen wir ein bisschen abbremsen. Also ganz deutliches Signal. Eine lange Passabfahrt funktioniert hier auf jeden Fall nur mit Bremsen. Aber auch wenn der neue Sprinter keine Untersetzung anbietet, er hat da ja noch so einen Knopf, der fürs Bergabfahren sein soll. Jetzt sind wir wieder oben, jetzt schalte ich die Bergabfahrkontrolle ein. Die ist jetzt hier auf 18 Stundenkilometer eingestellt. Das heißt auch das natürlich schneller, aber sie macht natürlich nichts anderes als Bremseingriffe. Wir lassen ihn einfach mal rollen. Jetzt ist sie auf 7 km/h eingestellt, warum auch immer sie jetzt auf einmal auf 7 km/h eingestellt ist. In der Horizontalen waren es 18, jetzt sind 7. Jetzt fährt er mit 8 km/h hier runter, aber natürlich nur, weil er jetzt in die Bremsen greift. Das heißt, wenn ich jetzt so den langen Pass runterfahre, habe ich noch nicht mal das Gespür, dass mir die Bremsen überhitzen werden, weil ich ja das Gefühl habe, ich stehe gar nicht auf dem Bremspedal. Also trügerisch sollte man sich auf jeden Fall dessen bewusst sein. Wenn ich die ausschalte, merkt man sofort, wie er beschleunigt. Und dasselbe nochmal mit noch steilerer Abfahrt. So, jetzt fahren wir hier die 30% runter, haben auch wieder die Bergabfahrkontrolle. Die stellt sich hier auf 4 km/h ein. Und links neben mir fährt der Achleitner ohne Bremsen, natürlich deutlich schneller, weil er noch mal steiler fährt. Aber ich mache jetzt mal die DSC aus und ihr seht, wie das Fahrzeug durchbeschleunigt. Also geht das nur mit
Bremsen, da hilft natürlich ein Untersetzungsgetriebe deutlich. Aber jetzt genug gebremst, wir scheuchen unsere 3 nochmal so richtig über Stock und Stein. Pisten gibt es hier im Wald von Horstwalde schließlich genug. Die Unterschiede im Komfort sind bei allen 3 aber deutlich. Ach, der Achleitner. Wer mag ihn nicht? Es ist doch wunderbar. Ne, es ist echt, guck mal hier, schön sanft gefedert. Das ist also ein fast sänftenartiges Fahren. Der Achleitner Mantra kommt ja mit Einzelradaufhängung. Und das merkt man auf so einem unebenen Waldweg wirklich richtig gut. Das ist einfach extrem komfortabel, weich gefedert. Er schluckt so ziemlich jede Baumwurzel ziemlich sanft weg. Und auch bei Lukas scheint es gemütlich zuzugehen. Also ich finde ihn schon komfortabel auf jeden Fall. Aber man merkt doch, dass er dann irgendwie so das Gefühl vermittelt, so das reicht mir dann jetzt auch. Also na, er steckt jetzt das ein oder andere gut weg, aber das reicht dann auch so. Also mehr, ich meine, wir sind jetzt nicht im extremen Gelände jetzt hier an der Stelle, aber ja, da ist dann auch gut. Der Werksprinter kommt früher an seine Grenzen. Die dürften beim Daily noch viel weiter liegen, als man seinem Knochengerüst zumuten möchte. Die Federung hier vorne mit dem Drehstab und hinten mit den Blattfedern, ja, die könnte schon komfortabler sein. Aber es ist eben auch ein Nutzfahrzeug, das darf man nicht vergessen. Das ist eigentlich für ein Militär gebaut, da haben wir Privatkunden uns nicht zu beschweren. Wenn man sich den Unterbau anguckt und die Größe der Achsen, und dann habe ich das Gefühl, mit diesem Auto kann ich das auch 100.000 Kilometer lang machen. Wenn ich aber bei den Sprintern noch nicht so sicher bin, das ist eben auch alles schon sehr filigran gebaut. Brachial und filigran treffen sich mal wieder zum Meinungstausch. Ja, Sprinter. Ich wundere mich überhaupt, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Naja, dass dein Rücken noch durchgehalten hat. Das wundert mich viel mehr. Mein Rücken? Nee, Ja. also ich finde meinen Rücken durchaus okay, aber ich gebe zu, ich müsste etwas Luft aus den Reifen lassen. Also jetzt mit Straßenluft durchzufahren, da habe ich auf jeden Fall das Treckerfahrgefühl. Also ich habe schon gemerkt, hier dein Sissi-Mobil, das arbeitet ganz anders im Fahrwerk. Definitiv. Sissi und Franz wären damit glücklich geworden. So ein bisschen Kutsche. Das ist so ein bisschen Kutsche, ein bisschen Sänfte. Das liegt auch an der Schraubenfeder, die Achleitner hier verbaut hat. Scheint mir, denn bei Lukas hat es manchmal ein bisschen geknallt und geknackt, wenn er hier durch den Wald gefahren ist. Ja. Das hatte ich nicht. Das habe ich selbst bis in den Trecker gehört. Ja, das war die Trittstufe hinten aus Kunststoff, die also vom Böschungswinkel her nicht allzu perfekt ist. Die kann man sich, glaube ich, bei der Bestellung sparen. Aber meinst du, dass das mit der Zuladung noch passt? Also die Autos sind jetzt ja alle beladen, ne? Also meiner wiegt jetzt 4,2 Tonnen. Ich meine, man höre und staune, das ist natürlich auch ein echter Brecher. Der hier hat 2,9 ist aber auch schon beladen. ist auch beladen und der hat 2,78 irgendwas, hat auch 350 Kilo drin. Ich weiß nicht, wie der sich anfühlen würde, wenn er wirklich reisefertig ist. Meiner ist reisefertig und ich habe das Gefühl, ich kann hier noch 100.000 Kilometer durchfahren. Da ist vielleicht mein Rücken kaputt, aber das Auto nicht. Und ich habe das Gefühl, da ist der Rücken vielleicht heil, aber das Auto nicht, oder? Da sollte man sich auf jeden Fall noch die Schwingsitze dazu bestellen. Und das verstärkte Fahrwerk. Ne? Schwingsitze helfen beim nächsten Hindernis eher weniger. Es geht in die Verschränkung. Zunächst wagen wir uns nur auf die kleinere Bahn. Der Iveco Daily, der hat eine Drehstabfederung an der Vorderachse und eine Parabelfeder an der Hinterachse. Und das, was gleich scheppert, das ist meine Anhängerkupplung. Die sagen wir hier außen vor. Der ist ein bisschen steifer, deswegen haben wir jetzt hier sicherheitshalber noch die Hinterachssperre zugeschaltet. Dann kommt er auf jeden Fall durch. Hätten wir jetzt die Hinterachssperre nicht gemacht, dann würde an ein, zwei Stellen tatsächlich ein bisschen durchdrehen. Da ist er also spürbar steifer. Das ist jetzt die Anhängerkupplung. Ansonsten, ich kann mit Standgas durchfahren, 6-Gang-Getriebe, Untersetzung ist drin. Also er fährt hier einfach durch, ohne dass ich Gas geben muss oder bremsen. Das ist also wieder schön kontrollierbar.
jetzt hier nochmal auf der leichten Verbindungsbahn mit dem Werkssprinter und wir sehen schon, er hat Schlupf an der Stelle. Das ist natürlich auch den Winterreifen geschuldet. Wenn er jetzt die AT-Bereifung drauf hätte, wäre es natürlich besser. Was hier der große Faktor ist, dass natürlich der Verschleiß an den Reifen größer ist und Martin aber hinterm Steuer auch die ganze Zeit nachregeln muss. Also er steht die ganze Zeit auf der Bremse, das Auto rollt nicht von alleine durch, sondern jetzt hier, wo es den Hang wieder hochgeht, muss er wieder Gas geben. Der Mantra von Achtleitner auf der kleinen Verbindungsbahn fährt sich sehr, sehr angenehm. Liegt einerseits wahrscheinlich auch an der Schraubenfeder, an der Vorderachse. Ziemlich gute Verschränkungsfähigkeit. Und wenn man hier mit der Untersetzung durchfährt, haben wir jetzt nur die Mittelsperre drin gehabt. Das hat eigentlich ausgereicht. Wenn man ein bisschen Schlupf an der Hinterachse gespürt hat, dann blinkt das vorne im Display. Dann sagt er einem also, jetzt könnte man noch die Hinterachssperre mit dazu schalten. Wir sind jetzt aber so durchgekommen. Ist aber ein ganz angenehmes Feature. Ansonsten mit der Automatik rollt man ja eigentlich fast im Standgas durch. Hier an den Steigungen muss man jetzt ein bisschen Gas geben, um ihn darüber zu schieben. Aber es ist ganz problemloses Fahren. Richtig gut. Die Verschränkung ist bei Kastenwagen ja eher keine Paradedisziplin. Normalerweise. Doch was Mantra und Sprinter auf der großen Verschränkungsbahn zeigen, haut uns echt um. Die ist nämlich normalerweise nur was für Unimog und Co. Doch davon lassen sich Weiß und Rot nicht abschrecken. So, mal eben zur Einschätzung, was wir gerade gemacht haben. Ja, wir haben wahrscheinlich die Trittstufe hinten geopfert, aber diese Verschränkungsbahn, das ist das Terrain vom Unimog. Die hat über 1,30 Meter diagonale Amplitude und da ist dieser Sprinter eben in der Werksausführung mit Winterreifen einfach durchgefahren. Wir konnten super langsam rangieren, konnten in aller Ruhe hier lang krabbeln, hat super funktioniert. Ich bin total verblüfft. Hätten wir jetzt vernünftige Räder und so ein klitzekleines Stück mehr Bodenfreiheit, dann hätten wir jetzt auch diese letzte Rampe hinter uns gebracht und hätten diese Passage vollständig hinter uns gebracht. Also ich bin wirklich schwer überrascht, was das Auto hier direkt ab Werk so leisten kann. Dass der Mantra die große Bahn dann mindestens ebenso gut meistert, dürfte jetzt keinen mehr überraschen. So, die ganze Nummer war jetzt nochmal ein Schritt spektakulärer. Der Werksallrad, also der rote Mercedes, war ja schon echt fantastisch und hätte ich eine andere Spur gewählt, wäre ich vielleicht auch bis hierher gekommen, denn an der Bodenfreiheit lag das jetzt nicht. Großer Unterschied hier, aber mit der Untersetzung konnte ich noch mal langsamer fahren. Ich bin jetzt im Schnitt maximal 2 Stundenkilometer schnell unterwegs gewesen. Nicht einmal Schlupf an den Rädern, da helfen natürlich die AT-Reifen. Wir hatten die Hinterachssperre drin, Untersetzungsgetriebe und das Mitteldifferential gesperrt. Und es fühlte sich wirklich sehr kontrolliert an. Es mag von außen anders ausgesehen haben, aber es war wirklich sehr ruhig. Man konnte ganz ruhig fahren. Und jetzt ziehe ich den Schwanz ein und sage, mit dem Iveco fahren wir hier nicht durch. Ich kann jetzt offiziell sagen, es geht nicht, weil wir die Anhängerkupplung dran haben und einfach aufsetzen werden. Aber ich habe ein Schaltgetriebe im Iveco und ich könnte nicht so langsam fahren. Ich müsste immer mit schleifender Kupplung arbeiten. Und ich glaube, an der Stelle überlassen wir den Sieg einfach mal dem Mantra. An dieser Stelle ein verdienter Teilerfolg. Doch wie sieht es auf Asphalt aus? Im Sprint gewinnen Sprinter bzw. Mantra locker gegen den Iveco. Können Sie noch einen weiteren Punkt in Sachen Cockpit, Sitze und Ergonomie einheimsen? Das ist hier also die neue Sprinterwelt. Auf den ersten Blick fällt mir auf, in der Basisausstattung ist das Display natürlich irgendwie maximal armselig. Viel Plastik, viel Hartplastik hier überall drumherum. Das gefällt mir gar nicht so gut. Lenkrad ist aber toll in der Hand, ist ja ein sehr kleines Lenkrad. Alles sehr leichtgängig, nochmal leichtgängiger als vorher, könnte man meinen. Die Automatik schalte ich hier an dem kleinen Hebelchen gegenüber vom Scheibenwischer und Blinkerhebel. Das Lenkrad, Multifunktionslenkrad, ist voll mit Touch-Funktionen, die man gar nicht sieht. Da muss ich erstmal ein bisschen suchen, bis ich die alle gefunden habe. Es gibt ein großes Display hier im Armaturenbrett, wo ich sehr viele Infos abrufen kann, wichtige wie unwichtige. Aber in einem macht der Sprinter seinem Namen wirklich alle Ehre. 190 PS, also wenn ich einmal hier
Bleifuß mache, dann marschiert dieses Fahrzeug aber mit einem Tempo vorwärts. Und genauso sind die Bremsen. Das Fahrzeug ist ja vollgestopft mit Assistenzsystemen, wenn ich das will. Man merkt das gerade bei dem Manöver, wo wir mal schauen, wie er sich aufschaukelt. Da greift das System richtig hart ein. Das muss man mögen. Was ich auf jeden Fall mag, das sind die super bequemen Sitze. Kann ich hier auch noch den Bereich hier vorne noch verlängern. Also für Langstrecke ist das natürlich schon eine echte Wohltat. Nur die Spiegel, die sind irgendwie total winzig. Wir steigen um in den Achleitner. Im Gelände war eine ziemliche Wucht. Auf der Straße, klar, okay, da ist er ein bisschen lauter durch die AT-Bereifung. Das hört man, aber es ist absolut, man kann sich hier völlig in guter Lautstärke unterhalten, das ist völlig problemlos. Ansonsten gefällt mir sehr gut das Mercedes Sprinter Cockpit hier. Wir haben viele Ablagen, wir haben Handyfächer, wir haben Getränkehalter in verschiedensten Größen. Hier auch nochmal hier vorne Ablagen mit Getränkehaltern. Wir haben hier ein Display, was Motorleistung, Verbrauch, all sowas anzeigen kann. Multifunktionslenkrad, hier in Lederausführung mit allen möglichen Tasten. Sogar Schaltwippen am Lenkrad, das finde ich ziemlich lustig für so einen Transporter letztendlich. Aber ja, ist eigentlich alles da. Und klar, Spiegel sind deutlich kleiner als beim Daily, das muss man auch sagen. Aber sie reichen mir ja völlig aus. Also ich kann hier gut an der Seite so vorbeigucken. Ich habe hier unten noch einen kleinen Weitwinkelspiegel drin. Auf der anderen Seite, Beifahrerseite genauso. Passt alles. Und was ich richtig gut finde, mit über 1,90 Körperlänge, ich kann den Sitz so weit zurück machen, dass ich fast nicht mehr an die Pedale komme. Also das ist wirklich erstaunlich. Das habe ich fast noch nie gehabt in irgendeinem Auto, schon gar nicht in so einem Kastenwagen. Dazu kommt so ein Sitz, der ist auch noch richtig komfortabel, denn für lange Beine kann man hier vorne noch so eine kleine Stütze ausziehen und dann hat man deutlich längere Sitzauflage. Top. Der Daily hier im Innenraum, das ist ja noch das Modelljahr 2019, was sich jetzt bald ändert. Dann sieht das Ganze hier Anthrazit aus. Es gibt andere Sitze. Ist schon ein richtig schönes Cockpit. Ich habe wahnsinnig viele Ablagen hier. Also hier drunter zum Beispiel, die ich gerade nicht aufkriege. Hier ist eine Ablage, da ist eine Ablage, hier ist eine Ablage, da ist eine Ablage, in den Türen sind Ablagen. Also es ist auf Reisen super praktisch. Die Bedienung vom Allradantrieb ist gut zugänglich, kann ich gut einsehen. Das Lenkrad gefällt mir gut. Also in diesem Armaturenbrett, in diesem Cockpit fühle ich mich wirklich wohl. Ich habe sehr große Spiegel. Und jetzt fahre ich zum Beispiel gerade 50 km/h, da ist das auch echt ein angenehmes Auto, trotz der grobstolligen XZL, die wir hier drauf haben. Erst wenn ich so Tempo 70 überschreite, dann wird das ein lauteres Auto. Dann merke ich, dass es eben wirklich ein Nutzfahrzeug ist. Aber ich kann auch bei hohem Tempo damit in Kurven fahren. Es fühlt sich immer noch sicher an. Viele denken ja, dieser große Aufbau sei so kopflastig. Das ist eigentlich nicht der Fall, wenn ich ihn nicht so vollräume. In diesem Fahrzeug, das ist ja mein eigenes Auto, da ist ein 6-Gang-Schaltgetriebe drin. In den meisten Fällen, wenn wir einen Testwagen haben, ist hier das Heimatic-Automatikgetriebe drin. Würde ich heutzutage sicherlich auch Einsteigern auf jeden Fall empfehlen. Hier wähle ich eben wirklich das aus, was ich will und habe einfach eine einfachere Technik. Das ist sicherlich Geschmackssache. Geschmackssache sind auch die Chromringe hier dran, aber das sei mal dahingestellt. Ich finde, dass das Auto hier sehr funktional und gut ist. Ich finde auch die Sitze sehr bequem mit den Armlehnen hier. Die sind allerdings optional, die gefederten Luftsitze, aber das Geld würde ich ausgeben. Im Vergleich zum Sprinter sitze ich hier mehr über den Dingen oder auch vor den Dingen. Das Armaturenbrett ist mehr vertikal, während ich im Sprinter mehr das Gefühl habe, im Auto zu sitzen. Es ist alles ein bisschen mehr Van-mäßig, Pkw-mäßig. Ich sitze tiefer. Das mag einem gefallen. Ich mag diese Übersicht. Ich habe ja auch sehr tief runtergezogene Scheiben. Also das gefällt mir am Daily sehr gut. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. Ein wichtiger Punkt,
Kastenwagen, was macht der eigentlich im Gelände? Wie stark bewegt sich der? Wir haben jetzt hier das H3-Hochdach, also die maximale Höhe. Und ich höre im Gelände durchaus, dass sich die Karosserie verschiebt, gerade im Bereich der sehr groß ausgeschnittenen Schiebetür. Also es ist wichtig, den Innenausbau so anzulegen, dass da keine Schotten sind, die wirklich quer durchlaufen. Die könnten sicherlich im Laufe der Zeit Schaden nehmen. Also rechnet damit, dass sich die Karosserie verdreht. Da sind die Sprinter mit den H2-Dächern deutlich steifer. Das haben wir gemerkt im Fahreinsatz. Da quietscht und knarzt es deutlich weniger. Aber das ist eben auch diesem großen Volumen geschuldet. Da muss man einfach mit rechnen. Als nächstes beschleunigen wir bis auf 80 km/h. Beim Erreichen der Geschwindigkeit legen wir dann sofort eine Vollbremsung hin. Das Ergebnis ist deutlich. Das ist die Stelle, wo das Vorderrad vom Daily stand, nach Beschleunigen auf 80 km/h und Abbremsen auf 0. Und jetzt gehen wir mal zum Sprinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 48, 49, 50 Meter. Und es geht noch weiter. Jetzt aber nicht erschrecken, die Bremsen vom Daily sind überhaupt nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Sie packen sogar richtig gut. Es liegt aber auch an der fehlenden Elastizität in der Beschleunigung, denn die Sprinter sind da nun mal haushoch überlegen. 2, 3, 143 Schritte um und bei 143 Meter vermutlich. Das ist meine Ansage. Das ist der Punkt, wo der Achleitner Sprinter geparkt hat. Ja, er hatte kurze Achsen und beschleunigt schnell, aber es liegt jetzt nur am Fahrkönnen von unserem Volontär, ob er das unterbieten kann. Was er offensichtlich kann. Kunststück mit Winterreifen statt ATs und etwas weniger Gewicht bremst der Werksprinter eben früher. Und nochmal 8 Meter kürzer. Ein eindeutiges Ergebnis. Auf Asphalt sind die Sprinter klare Sieger. Das zeigt sich auch beim Ausweichmanöver. Beim Werks-Mercedes greift das ESP rigoros durch, sobald man bei 50 km/h das Lenkrad verreißt. Ähnlich verhält sich der Mantra, er radiert nur etwas mehr über seine größeren ATs. Der Daily zeigt ein schwammigeres Verhalten. Das liegt aber in der Natur seiner sehr viel größeren Räder mit den hohen Seitenflanken. Auch bei ihm regelt das ESP, das übrigens nicht abschaltbar ist. Aber irgendwie reicht es uns jetzt mit dem Asphalt. Wir fahren nochmal auf die Piste, ein bisschen Spaß haben. So, das ist doch mal ein Auto für richtige Männer hier. Schalten, schalten, zweiten Gang, dritten Gang, zweiten Gang, dritten Gang und dem Piepsen zuhören, weil die Mitteldifferentialsperre meckert, dass ich nicht über Tempo 30 mit ihr fahren soll. Also, ich habe hier, glaube ich, das richtig, ein Auto für Kerle habe ich. Ach, die tut mir beide ein bisschen leid mittlerweile, muss ich sagen. Also am Ende des Tages finde ich es ein bisschen tragisch. Ich habe Mitleid, ne, weil ihr habt mich nur nicht vorbeigelassen, aber sonst wäre ich hier schon lange weg gewesen. Ne? Also ich musste dauernd abbremsen. Nein, aber es geht einfach durch wie Butter. Ich kann hier durchmessern ohne Probleme. Also bei mir ist es so, dass ich auf jeden Fall langsam anfahren muss, weil sonst drehen mir die Räder durch. Und man merkt auf der Piste, dass ständig die Bremse am Arbeiten ist. Also ESP ausschalten hilft auf jeden Fall. Und das geht natürlich auf die Bremsen, ne? Das zumindest geht beim Daily ganz anders. Voll mechanisch, dann schaltest du ein, kein ESP-Mecker, du fährst einfach nur, aber Automatik wäre, glaube ich. Ich glaube, das ist eine feine Sache. Tja, feine Sache, aber man muss es auch alles bezahlen können. Das Fazit. Der Achleitner hat mir gut gefallen, aber er kostet halt auch ein bisschen mehr, ne? Also wenn wir jetzt den Preis nehmen, den Achleitner für den Permanentallradumbau plus Höherlegung plus 2 Sperren nehmen, dann sind wir bei 25.700 € brutto, den du quasi in deinen Sprinter investieren musst.
Aber du kannst ihn auch in Gebrauchten investieren. Du musst ja keinen neuen kaufen. Du kannst auch einen alten kaufen. Ne? Das ist definitiv natürlich ein Faktor. Aber ich glaube, deiner kostet jetzt um und bei, 67.700 €. das ist der kleinste. Ja, das ist ja der einzige, den man haben kann. Stimmt, du hast ja gar nicht viel Auswahl. 2 Radstände, ja, aber eben nur ein Motor, 190 PS, 9-Gang-Getriebe. Also 67.000 brutto. Du bist dann bei irgendwas bei über 70.000 für einen Einstieg. Für einen kleinen Sprinter dann. Also ich habe das teuerste Auto. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Auto am meisten Material verbaut hat. Das hat man wirklich bei jedem Kilometer gemerkt hier. Es ist einfach immer ein schweres Auto. Er braucht eben auch seine Zeit, bis er losfährt. Aber ich muss eben auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Ne? Also um und bei 85, also die aktuellen Preislisten sind jetzt noch nicht raus für das neue Modell, was ja ein bisschen anders sein wird. Aber er ist noch mal einen Schluck teurer. Also du bist da tatsächlich so mit allem die Mittelklasse, die zwischen den beiden steht. Ich glaube aber, das brauchst gar nicht immer. Ich bin total verblüfft, wie weit du eigentlich gekommen bist. Und dein wievielter Offroad-Tag war das heute? Der zweite? Zweite, dritte so. Ja. Ja. Und eigentlich bist du überall mitgefahren, nicht hängen geblieben. Und das hat mich schon schwer verblüfft, dass man eigentlich mit so wenig so weit fahren kann. Genau, ich glaube, es kommt einfach auch auf das an, für was du das Auto wirklich einsetzen willst. Ne? Also wenn du damit jetzt quer durch die Wüsten der Welt fahren willst, dann wird es wahrscheinlich irgendwann schwierig. Du musst zumindest jede Menge Bremsbeläge dabei haben. Genau, aber für den ganz normalen Reisetyp, der irgendwo mal auf einer nassen Wiese steht, der mal durch ein bisschen Sand fahren will, der mal ein bisschen Schlamm durchqueren will und das nicht dauerhaft hat, glaube ich auch, ist das eine super Geschichte. Also ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, jedes Auto hat so seine Stärken, seine Schwächen. Ne? Also das ist der No-Brainer, mit dem man einfach fährt, aber der irgendwann seine Grenzen hat. Ja. Das ist der Wolf im Schafspelz. Und der Daily ist ein rauer Geselle, der sich im Gelände überhaupt keine Blöße gibt. Aktuell hat er aber ein großes Manko. Während die Preislisten und Konfiguratoren beim Mantra und Sprinter transparent sind und man am Ende weiß, was man auf der hohen Kante haben sollte, tut man sich bei Iveco sehr schwer. Nur über einen Händler wird man schlauer. Kundenfreundlich geht anders. Am Ende unseres Tests müssen Lukas und ich unsere Fahrzeuge dann auch leider wieder abgeben. Aber es gibt ja noch den Redaktionsdaily.